In diesem Video wollen wir kurz erklären, warum die Oberfläche von Seifenblasen bunt erscheint. Im Film ist zu sehen, wie dieser Effekt in unserem Versuch ausgesehen hat. Um die Seifenblase zu verstehen, betrachten wir zunächst einen vereinfachten Fall, nämlich zwei planparallele Grenzschichten. Ein Teil des einfallenden Lichtstrahls wird an der ersten Grenzschicht reflektiert, wobei hier ein Phasensprung von λ² auftritt, da Licht am optisch dichteren Medium reflektiert wird. Der andere Teil des Lichtstrahls wird an der Oberfläche gebrochen, an der zweiten Grenzschicht reflektiert, hier allerdings ohne Phasensprung, und an der ersten Schicht wieder gebrochen. Mit Hilfe des Snellius-Gesetzes und elementarer algebraischer und trigonometrischer Umformungen kann man den Gangunterschied zwischen den beiden austretenden Lichtstrahlen berechnen. Es entsteht also ein Interferenzmuster, welches von dem Brechungsindex, der Schichtdicke und der Wellenlänge abhängt. Bei einer Seifenblase gibt es zwei große Unterschiede zu planparallelen Grenzschichten. Erstens sind die Grenzschichten hier gekrümmt und zweitens ist die Schichtdicke nicht mehr konstant über die gesamte Oberfläche, da die Seifenlauge von der Schwerkraft nach unten gezogen wird. Betrachtet man einen festen Einfallswinkel, dann hängt der Gangunterschied nur noch von der Wellenlänge und der Schichtdicke ab. Bei Beleuchtung mit weißem Licht werden die verschiedenen Wellenlängen an unterschiedlichen Schichtdicken konstruktiv bzw. destruktiv interferieren. So entsteht der Farbverlauf auf der Kugeloberfläche. Die komplexen Muster und Schlieren entstehen durch Bewegung der Luft, welche die Schichtdicke verändert.